Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo des neuen BP365 von Hytera. Wir schauen uns einmal den Lieferumfang an, gehen einmal auf die Details vom Gerät ein und im Anschluss gibt es noch ein kleines Tutorial zum Programmieren von dem Gerät. Kommen wir jetzt zum Auspacken des Gerätes. Im Lieferumfang dabei einmal die Bedienungsanleitung. Das Gerät selbst mit vormontierter Antenne oder mit feststehender Antenne, sowohl eingebautem Akku. Außerdem im Lieferumfang das Ladekabel / Programmierkabel, die Schlaufe, den Gürtelclip, Ladeadapter und außerdem noch die zwei Adapter fürs Ladegerät, einmal in der Euronorm, einmal in der englischen Norm. Das soweit zum Lieferumfang. Kommen wir einmal zum Funktionsumfang des Gerätes. Ein 0,9 Zoll OLED-Display, Menü und OK-Taste, Navigationstasten im Menü, die Zurück- bzw. Ein- und Ausschalttaste, frei programmierbare Tasten, hier oben die Status-LED-Anzeige des Geräts, die PTT-Taste, die zwei Tasten frei programmierbar, eine 4,5 cm lange Stubby-Antenne, fest verbunden mit dem Gerät, der 16-Kanalwahlschalter, hier oben noch eine frei programmierbare Taste, auf der rechten Seite dann der Klinkenanschluss 3,5 mm für Zubehör, Headset, Kopfhörer. Auf der Unterseite eine USB-C Anschluss für die Programmierung und zum Laden des Geräts. Wir haben das Gerät jetzt bei uns am PC angeschlossen, gehen dann hier auf Read from Radio, bei uns jetzt auf COM7, Read from Radio, und laden uns einmal den leeren Codeplug auf den PC. Reading succeed. Einmal Next. Den Codeplug nennen wir einfach mal Test Codeplug. Beschreibung lassen wir frei. Dann. Jetzt schauen wir einmal in den Codeplug rein. Hier die Radioinformationen wie Modellname, Frequenzbereich, Firmware-Version, Bluetooth-Version, Feature Control. Hier könnte man jetzt beispielsweise einstellen, ob das Gerät nur analog oder nur digital betrieben werden soll. In den Basic Settings Radio Alias nennen wir jetzt einfach mal Radio 1. Language derzeit nur in der englischen Variante verfügbar. Passwort brauchen wir hier nicht. Keypad Lock kann man einstellen, ob automatische Tastensperre, die Zeit, nach wie viel Sekunden die Tastensperre aktiviert werden soll, und dann entsprechend welche Taste den Keypad Lock aktivieren soll und deaktivieren soll. Hier haben wir die Audio Settings. Automatic Gain Control ist eingeschaltet. Noise Suppression eingeschaltet. Analog Audio Feedback Suppression auch eingeschaltet. Alles voreingestellt. Braucht man grundsätzlich eigentlich nichts dran machen. Die Tasten für Tastenbelegung. Short Press hier beispielsweise. Adjust Power Level. High und Low. Hier zum Zonen umschalten. Dann die UI Indication, dass welcher Quittungston eingeschaltet ist,
kann man hier sehen. Man kann die einzelnen Quittungstöne ausschalten oder auch in der Lautstärke regulieren. LED ist beides auf On, Screen Display, die Helligkeit und einmal die Dauer, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, bleibt. Dann das Menü, die Menüeinstellung. Derzeit alles auf sichtbar. Im Service-Setting, welche Art von Calls zugelassen sind und welche nicht. Dann haben wir noch die Vox-Einstellung, das Gain-Level für extern oder internes Mikrofon, eine Ausschalt- und die Haltezeit. Das war die Common, jetzt die Narrowband Settings, das ist für analog, hier eigentlich nur das Squelch-Level einstellbar. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt von dem ganzen Menü. Einmal Power, Safe und Autozone. In den Digital Settings dann Dial Setting. Radio ID ist jetzt die 1. Voice, es kann man alles voreingestellt lassen. So, Zone. Hier haben wir Zone 1, ist jetzt voreingestellt Kanal Digital 1. Und auf Zone 2 3 analoge Kanäle. Die lassen sich dann hier programmieren. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Analog ebenso. Kontakte. Kann man Kontakte einpflegen. Ebenso wie eine RX Group List. Und schlussendlich noch die Möglichkeit, eine Scanliste zu hinterlegen. Die Programmierung zeige ich dann mal anhand eines Beispiels. Radio Alias. Nehme ich einfach mal meinen Namen. Dann in die Conventional. Bei Kontakten machen wir hier Talk Group 9. Das Ganze als Gruppencall und die Call-ID ist entsprechend auch die 9. Das Ganze einmal speichern. So, dann gehen wir weiter zu den Basic Settings. Nein, das war falsch. Digital Settings. Dial Setting, genau. Dann einmal meine DMR-ID. Können wir hier zumachen. Zonenkanal über Doppelklick rein. Wir geben hier mal Div 0 Div ein, unser DMR-Relay hier um die Ecke. Slot 1 könnt ihr auch auf Pseudotrank machen. Wir bleiben jetzt mal bei Slot 1. Color Code für den Repeater ist 1. Scanlist nichts. AX Only bleibt aus. Die Frequenz vom Repeater ist die 438.300. Und hier die 430,700. So, Power Level lassen wir jetzt mal auf Low. TX Contact ID, die Gruppe 9. Speichern das Ganze einmal. Gehen in die Zone. Da hat sich dann auch automatisch
in Zone 1 der hinterlegte Kanal umbenannt. Speichern das Ganze einmal und dann schreiben wir das Ganze einmal aufs Gerät. COM7 Program. Und fertig. Nachdem wir den Codeblock jetzt aufs Gerät gespielt haben, hat das Gerät sich einmal neu gestartet. Wir haben hier schon mal eine Testsendung gemacht. Die ID, Rufzeichenname, unser Repeater hier als Offenbach. Die Talk Group, die wir eingestellt haben, TG9 im DMR Plus Netz im Zeitschlitz 1. Und so lässt sich der Codeblock entsprechend in dem Gerät für sich selbst anpassen. Man kann dann noch mit Kontaktlisten arbeiten, um sich das Ganze zu hinterlegen. In dem Fall soll das aber zur Demonstration erstmal reichen. Das war es zum BP 365 von Hytera. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten ersten Eindruck von dem Gerät vermitteln. Bei Fragen hinterlasst gerne einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail. Vielen Dank für euer Interesse, 73, und bis bald, euer Difona-Team.